Ja, hallo ihr Lieben, hier ist mal wieder der Marco, der Typ aus der Sauna. Und in meinen Videos geht es ja um Lebensgewohnheiten, um Gesundheit, um wie man ein gesundes, fittes, langes Leben führt und lange am Leben teilhaben kann und wirklich ein gutes Leben führt, das leicht und beschwinglich und ohne Schmerzen ist, ja, und wo wir noch bei klarem Verstand sind. Und im heutigen Video geht es halt um trockene Nahrungsmittel, die wir so lieben und gerne zu uns nehmen. Alle Formen von Backwaren und Keksen und Fastfood, was aus dem Ofen kommt und so weiter. Und ich versuche heute mal darzustellen, was daran so problematisch ist. Ich meine, diese Sachen wurden ja alle nicht eingeführt, weil sie der Gesundheit besonders zuträglich sind, sondern das ist eigentlich durch Bequemlichkeit auch entstanden. Also ich sag mal, die Lebensmittel, die auch einen hohen Getreideanteil haben, die sind ja grundsätzlich trocken. Zum Thema Getreide mache ich nochmal ein eigenes Video, was ich dazu meine. Und diese trockenen Lebensmittel, die lassen sich ja hervorragend verarbeiten, einfärben, mit Duftstoffen, Aromastoffen versehen, ja. Da kann Balsen schön seine Gravur drauf machen auf die trockenen Kekse. Ja, das ist lange haltbar. Also ich sag mal, wenn wir unsere Schokolade oder unsere Kekse oben in den Schrank reinstellen, dann sind die auch nach 3 Monaten noch genießbar und noch viel länger wahrscheinlich, ja. Und das ist ja viel angenehmer für uns und nicht so schwierig wie jetzt mit frischen Lebensmitteln zu hantieren, die dann verderben, die man regelmäßig nachkaufen muss, wo man vielleicht auch Sachen mal wegschmeißen muss, weil sie nicht mehr gut sind. Also mit den trockenen Lebensmitteln passiert uns das nicht so leicht, ja, und die kann man dann auch noch einen Tag später erwärmen vielleicht. Also eine Pizza machen sich manche dann noch mal in der Mikrowelle warm. Man soll ja nichts wegschmeißen, ne, wovon man vielleicht dann noch satt werden könnte, was vielleicht sogar auch noch ganz gut schmeckt, ja. Also, das sind alles Dinge, über die ich in dem heutigen Video sprechen möchte. Also grundsätzlich sind die trockenen Lebensmittel in der Regel ja auch mit hoher Hitze behandelt worden, ja, dass die schön am Rand stabil sind, vielleicht sogar eine knusprige Kruste haben, vielleicht ein bisschen gebräunt sind. Ja, und das haben wir alles so kultiviert und das finden wir alles ganz toll und das knackt dann schön, wenn wir drauf beißen und das gehört alles zu diesem Genuss, den wir so verinnerlicht haben und auf den wir so eingestellt sind in unserer Gesellschaft und Lebensweise, unserer modernen Lebensweise. Und es ist so, dass das Erhitzen von diesen Lebensmitteln natürlich sehr viele schädliche Begleiterscheinungen hat. Also es können sich potenziell krebserzeugende Acrylamide erzeugen, ja, zum Beispiel bei Pommes und Chips und Pizza und so weiter und auch die sogenannten AGEs, das lese ich mal gerade ab, Advanced Glycogation End Products, ja, die entstehen beim Braten, Backen, Rösten, die Stoffe fördern halt Entzündungsprozesse im Körper und oxidativer Stress, sag ich mal, fördert auch die vorzeitige Alterung. Also man sieht dann einfach älter aus, als man ist im Laufe der Jahrzehnte, als das sein müsste, wenn wir uns halt von Produkten ernährt hätten, die einfach mehr Flüssigkeit gehabt hätten. Und ich sag mal, Flüssigkeit nachträglich hinzufügen funktioniert ja auch nicht, weil wir wissen ja alle, dass zum Beispiel, nehmen wir mal Saft aus Konzentrat, also wo erst die Flüssigkeit rausgezogen wurde, damit es haltbarer ist, einfacher zu transportieren und weniger Lagervolumen braucht. Und im Nachgang wird dann wieder Wasser und Aromastoffe werden hinzugefügt und das wird dann als Fruchtsaft oder Orangensaft verkauft. Also Saft aus Konzentrat. Und wir wissen alle, wo einmal Wasser und die Feuchtigkeit entzogen wurde und wieder hinzugenommen wurde, das ist nicht das gleiche. Deswegen ist halt Direktsaft aus der Frucht zu bevorzugen gegenüber Saft aus Fruchtkonzentrat. Also das sind die Dinge. Und genauso wirkt es also nicht, wenn wir irgendwo aus unserer Nahrung Wasser entziehen oder Wasser durch Verdampfen die Nahrung viel trockener macht. Und so eine Pizza, die ist ja zum Beispiel sehr knusprig und trocken und auch Brote und Backwaren in aller Art. Also ein Croissant ist ja auch nicht gerade feucht, sondern ist halt super trocken und hat eine umlaufende braune Kruste, ja, die natürlich super riecht und super schmeckt, alles keine Frage, ja. Ist ja auch sehr stark zuckerhaltig, weil viel Weizenmehl drin ist und so weiter, ja. Ist ja das Weizengluten, ist ja im Prinzip ja ein Zucker, der süß schmeckt. Also wenn man mal auf so einem Stück Toastbrot so ein bisschen rumlutscht
und das so ein bisschen im Mund zergehen lässt, dann merkt man ja auch, wie das immer süßer wird, ne? Und das ist etwas, was wir mögen. Der Mensch mag Süße. So, und weil sich das alles ganz so toll verarbeiten lässt, lieben wir diese Produkte halt in der Regel, ne? Aber gesundheitlich hat das eben schlechte Auswirkungen, weil sich auch durch das Erzeugen von Pflanzenölen dann auch Transfette bilden, ja? Und diese Transfette haben ganz schlechte Eigenschaften auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja? Und können die Blutbahn zusetzen und machen uns richtig viele Probleme, ja? Mal abgesehen davon, dass wasserlösliche Nährstoffe natürlich dann ausgeschwemmt werden durch große Hitzeeinwirkungen. Das heißt, Vitamin C und B1, B6 und Folat geht dann alles also verloren, ja, oder wird ausgeschwemmt. Ja, und das ist natürlich nicht gut, weil also die stark erhitzten Lebensmittel verbessern sich nicht, sondern verschlechtern sich. Und dann fragt man sich, warum macht man denn so vieles heiß? Ja? Es gibt noch ein anderes Problem für Leute, die ihr Gewicht kontrollieren wollen. Also dadurch, dass ja Ballaststoffe teilweise zerstört werden durch Hitzeeinwirkungen und das Essen sozusagen komprimiert wird, können wir also dadurch, dass wir also weniger Sättigungsgefühl haben, können wir mehr essen. Also wir essen mehr, als wir bräuchten. Das heißt, wir haben dann auch einen Kalorienüberschuss und einen Nährstoffmangel. Ja, das ist einfach ein Teufelskreis. Ja, also es ist sehr ungünstig für die eigene Gewichtskontrolle, wenn wir sehr viel trockene, stark erhitzte Nahrung zu uns nehmen, die komprimiert ist, wo wir mehr von essen können. Beispielsweise ein Schokoriegel. Ja, der ist natürlich extrem stark komprimiert, ja, merken wir, wenn wir drauf beißen, ja, da ist ja keine Luft drin, wenn wir so einen Maßriegel oder sowas essen oder einen Snickers, ja, der gibt uns natürlich dann erstmal Energie, der schmeckt uns, gibt uns Zucker und der bringt uns auch vielleicht über so ein Zuckertief hinweg und uns geht's erstmal, so glauben wir, besser und wir haben wieder Energie, aber der Körper wird natürlich nicht vollumfänglich dann versorgt, sondern er hat einfach nur Energie. Und ihr wisst ja auch aus dem Rest der Welt, es gibt gute und schlechte Energie. Ja? Beispielsweise Erdöl, Schweröl. Ja? Da ist erstmal Energie drin, aber es braucht ja sehr, sehr viele raffinierte Prozesse in der Raffinerie, damit aus dem schweren Erdöl wirklich gut brennbarer Brennstoff wird, wo dann auch Motoren mit angetrieben werden. Ne? Und es gibt nur wenig Maschinen, wie zum Beispiel schwere Dieselmotoren, die mit dem Schweröl fahren. Also es gibt gute und schlechte Energie. Also Strom aus der Sonne ist gute Energie, Erdöl erstmal schlechte Energie, die wir tief unten aus der Erde rausholen, wo sie besser drin bleiben sollte. Aber ich sag mal, in der Übergangsphase war es natürlich gut und hat uns erstmal geholfen. Genauso wie wir mit trockener Nahrung für Sesshaftigkeit sorgen konnten und nicht immer wieder weiterziehen mussten um neue Nahrung damals vor, keine Ahnung, wie viel tausend Jahren das so war. Aber kommen wir nochmal darauf hinaus, was eigentlich wir eher tun sollten. Also getrocknete und stark erhitzte Nahrung macht uns auch Verdauungsprobleme. Ja? Nehmen wir mal jetzt ein trockenes Stück Weißbrot. Ja? Wenn wir das essen, dann saugt das unsere Magensäure auf, ja? Hat viel zu viel Zucker, also Blutzuckerwert steigt und so weiter. Ja? Saugt unsere Magensäure dann aber auf, verklebt durch das Glutin dann auch noch die Darmzotten in unserem Dünndarm und verhindert auch noch, dass wir gute Nährstoffe aufspalten können. Ja, das heißt, das Weißbrot saugt im Prinzip die Säure auf, verklebt unseren Darm, lässt unseren Blutzuckerspiegel ansteigen und hat wirklich überhaupt nichts Gutes. Das Problem ist aber, wir haben erstmal den Eindruck, dass es uns gut tut, weil es uns schmeckt und weil es uns in gewisser Weise sättigt. Nicht lange, aber in gewisser Weise sättigt uns das. Und deswegen essen das auch Kinder schon gerne mit Marmelade oder Nutella drauf. Und dann nimmt das Unheil schon in Kindesjahren seinen Lauf sozusagen. Dann ist das schon vorgezeichnet, wo wir uns hinentwickeln. Ja? Und das ist das, was ich euch in dem heutigen Video einfach mal mitgeben wollte, dass getrocknete Nahrung, die stark erhitzt wurde, halt nährstoffärmer und kaloriendichter ist und auch reich an schädlichen Verbindungen, die sich dort durch die Hitzeeinwirkung gebildet haben. Und es kann halt eben sich negativ auswirken auf unsere Verdauung. Ja, dann wird der Stuhlgang vielleicht ein bisschen dunkler und dann
kommen da hinten nur noch so Hasenköttel raus und so weiter und wir müssen mit großer Anstrengung unseren Stuhlgang unter Umständen dann oder das große Geschäft abwickeln. Also macht euch mal Gedanken darüber, ob ihr wirklich so viel stark erhitzte Nahrung zu euch nehmen wollt zukünftig oder ob wasserhaltige Nahrung, wir bestehen ja zu einem allergrößten Teil aus Wasser, ob das nicht viel besser für uns ist und ob wir ein bisschen auf die Bequemlichkeit verzichten und dann nicht vielleicht mal ein bisschen Obst und Gemüse lieber in die Tupperdose reintun und über den Tag essen, wenn wir nicht gerade selber uns was frisch zubereiten können. Das soll meine Anregung des Tages sein. Also getrocknete, hocherhitzte Nahrung ist eher schlecht für uns. Nehmt da ein bisschen mehr Abstand von. Das tut euch auf jeden Fall gut. Bis dahin, euer Marco und bis zum nächsten Video. Ciao.